Morgen Lech. Ich habe mir es heute mal ein bisschen leichter gemacht. Ich bin mit dem Bus bis Elpigenalb gefahren und steige jetzt wieder in den Lechweg ein von Elpigenalb nach Heselgeer. Es dürften nicht allzu viel sein, ich denke so 8 Kilometer müsste ich hinkommen. Hier in Elpigenalb bin ich geografisch gesehen im Zentrum des Lechtales und im Dorf der Königin Marie, der Mutter Bayerns König Ludwig II. Und auch im Geburtsort der legendären Geierwalli. Und anschließend über saftig grüne Wiesen zum Lech bei Sonnenschein. Und nach 2 Stunden und 7 Kilometern eines wunderschönen ebenen Weges, größtenteils am Lech entlang, sah ich schon das Hinweisschild meiner heutigen Unterkunft. Ich gehe noch über den Lech und kurz danach stehe ich schon am Alpenhotel Lechtaler. Und weil es noch früher Nachmittag war, hatte ich noch keine Lust auf Traumzeit. Ich hatte mich erkundigt und wusste, hier gibt es den mystischen Doser Wasserfall und eine Kirche, die man auf dem Lechweg keinesfalls verpassen sollte. Also auf geht's. Erstmal zur Pfarrkirche St. Martin. Ein Blick hinein lohnt sich, denn diese Kirche, um 1800 errichtet, ist von prächtiger Ausstattung. Große klassizistische Fresken zieren die Decke und die Seitenwände sind im nazarenischen Stil gestaltet. Das heißt, einzigartige Messingverkleidungen sind mit kräftigen bunten Farben bemalt. Und danach geht es zum mysteriösen Doser Wasserfall. Schon bald höre ich es rauschen und es geht sehr steil den Berg nach oben. Dieser Wasserfall entspringt jedes Jahr am 23. April und versiegt am 11. November. Das Rätsel für dieses Phänomen ist noch nicht endgültig geklärt. Oberhalb des Wasserfalles gehe ich noch zur Doser Kapelle in 1060 Meter und ich genieße im Sonnenschein die wunderschöne Aussicht auf das untere Lechtal. Das war eine gemütliche Rundwanderung am Nachmittag mit 100 Meter Höhenunterschied und 7 Kilometern, die ich mir schon mal für morgen gespart habe. Ein neuer Tag. Ja, und deshalb fahre ich die eingesparte Strecke von gestern Nachmittag heute früh gleich mit dem Bus nach Elmen. 2005 wurde vom Lech durch ein gewaltiges Unwetter um die Brücke von Klimm ein breites Flussbett geschaffen. Nun musste daraufhin die Brücke ausgebessert und verlängert werden. Seit 2014 befindet sich in der Mitte der Brücke die Verwaltung und eine Ausstellung des Naturparkes Tiroler Lech. Ja, guten Morgen, mein lieber Lech. Schön, dich bei Sonnenschein wiederzusehen. Und ich wandere jetzt erstmal in Richtung Vorderhornbach. Die Strecke ist sehr steil und steinig. Hier sieht man nochmal Elmen und den Lech an meiner rechten Seite. Ich bin jetzt oberhalb von Martinau und in der Ferne sehen wir schon Vorderhornbach. Und ganz in der Ferne, dort wo ihr den Pfeil seht,
da beginnt schon der Lechzopf. Hier auf diesen Wiesen und im Auwald passiert Mitte Mai bis Mitte Juni etwas ganz Besonderes. Es ist eines der größten Gebiete Europas, wo sozusagen der Schuh aus der Blüte kommt. Denn hier blüht die sehr sensible Orchidee, der Frauenschuh. Hier gibt es sogar eine Orchideenpolizei, denn die Bergwacht von Elmen und Vorderhornbach betreut diesen einmaligen Schatz ehrenamtlich vor Plünderungen und Zerstörung während der Blüte. Die Bilder der Orchideen sind ausnahmsweise nicht von mir, denn ich war leider in einer anderen Zeit da und fand nur noch diese verdorrten Blätter der Orchideen hier vor. Weiter geht es über diesen schönen Wiesenpfad bis nach Vorderhornbach. Nochmal über ein weites Feld und dann habe ich den Lech wieder. Ach, wie schön zeigt sich hier der Lech in seinen türkisblauen Farben und fließt, wie er will, durch das Tal. Und kurz danach fließt er schon wieder leise und fast sanft dahin. Ich bin in Stanzach. Die idyllisch gelegene kleine Gemeinde Stanzach liegt 940 Meter hoch, in der Einmündung des Namloser-Tales in das Lechtal und inmitten der Lechauen, die zum Naturpark Tiroler Lech gehören, eine einmalige Landschaft bieten und deshalb unter Naturschutz stehen. Wieder mal eine so schöne Pension, die eine extra Erwähnung wert ist. Hotel Garni, Waldhof. Direkt am Waldrand, jedoch nah am Ortskern von Stanzach, in einer ruhigen, sonnigen Lage. Und in unmittelbarer Nähe fließt der Lech. Man hört ihn von Zimmer aus sogar rauschen. Ganztags kann man sich mit diversen Getränken, Kaffee oder Tee in der Selbstbedienung mit Strichliste zum späteren Bezahlen bedienen. Das junge Pärchen, das diese Pension seit kurzem führt, ist sehr freundlich, kompetent und immer darauf bedacht, ihren Gästen den Aufenthalt so gemütlich wie möglich zu gestalten. Guten Morgen. Aus der Haustür raus, durch den kleinen Wald. Und schon bin ich auf dem Lechweg. Geschickter geht's gar nicht. Wunderbar. Guten Morgen, mein lieber Lech. Ich laufe heute ein ganzes Stück an deiner Seite. Gleich hier. Und das ist ein echter Wildfluss mit einer Auslauffläche, die er selbst geschaffen hat. Hier ist ein Hochwasser unmöglich. Der Fluss hat genug Platz, sich auszubreiten, wenn die Schneeschmelze ist. Fantastisch, so sollte es eigentlich überall sein. Das ist ein richtiges Paradebeispiel, Flüsse nicht zu begradigen. Ich bin jetzt im Flussbett. Diesen ganzen Platz braucht der Fluss im Frühjahr zur Schneeschmelze. Durch diese einmalige Landschaft findet man hier seltene bodenbrütende Vögel, wie den Flussuferläufer und den Flussregenpfeifer. Und hier in diesem Schutzhäuschen kann man die Vögel beobachten, fotografieren und filmen. Es ist schon komisch.
Ein paar Meter weiter oben sah und hörte man den Fluss kaum. Und schon ein paar Meter weiter fließt er wieder wild und laut. Hier sind wir voll im Lech-Zopf-Gebiet. Als Lech-Zopf bezeichnet man den Flussverlauf in Form eines Zopfes zwischen Stanzach und Forchbach. Jetzt komme ich an die neu gebaute 138 Meter lange Hängebrücke von Forchbach, die von der alten im August 2020 ersetzt wurde. Der Weg führt nicht drüber, aber ich hatte trotzdem das Verlangen, mal die Brücke zu laufen, zumal man von der Mitte aus einen wunderbaren Blick auf diesen sogenannten Lechzopf hat. Ein Baggersee gleich gegenüber vom Lech, in einer Lage, einer Farbe und einer Reinheit, der Wahnsinn. Hier gönne ich mir jetzt eine Pause. Ist das schön? Eine Ruhe und ein See. Heute ein wunderschöner ebener Weg, 16 Kilometer zum größten Teil am Lech entlang. Und nun sehe ich in der Ferne schon das Ziel meiner heutigen Etappe, Weißenbach.